Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Caesar 3. Ich bin euer Dominus und wir spielen den dritten Teil unserer Mission Skimita, kreiert von den City Builders für Caesar 3. Ja, wir haben hier unsere Stadt Samizegitusa und haben jetzt hier schon ein prächtiges Villenviertel mit einem Hippodrom aufgebaut. Wir haben nämlich ambitionierte Ziele. Alle Wertungen müssen auf 80 gebracht werden. Ja, und die Wohlstandswertung haben wir schon mit diesem super Villengebiet auf 81 hochgepusht. Wir brauchen 12.000 Einwohner. Ja, und wir haben wieder ein Zeitlimit. 45 Jahre wird uns gegeben, bis wir alle Ziele erreicht haben. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir unsere Stadt Samizegitusa weiter aus. Ja, meine Idee ist, dass wir hier und auf der anderen Seite noch zwei kleine Wohngebiete aufbauen in der traditionellen 9x9 Bauweise. Ob wir die tatsächlich komplett ausbilden müssen zu den großen Insulas, das müssen wir mal schauen. Wir werden dann hier Versorgungszentrum einrichten, wo sich beide Wohngebiete versorgen können. Das ist der Plan. Güter und Nahrungsmittel produzieren wir mehr als genug. Da können wir nachher noch ein bisschen was anpassen. Ja, in unserem Villengebiet läuft es noch nicht ganz so rund. Hier sehen wir wieder eine Rückentwicklung. Ich gucke mal eben, was es sein könnte. Ah, ist das Öl ausgegangen. Okay, gut. Da sollte aber jetzt gleich da die Marktfrau entlang gehen. Ja, dann entwickelt sich das wieder weiter. Okay. Ja, und im mittleren Palast fehlt immer noch abwechslungsreiche Unterhaltung. Da gucke ich jetzt nochmal eben. Also Theater ist gut. Amphitheater auch. Das ist natürlich doof mit dem Kolosseum. Die haben da keinen Zugang zu. Ja, wir hatten das Kolosseum ja versetzt, damit sich diese Villa sich noch in den Luxuspalast umwandeln kann. Was machen wir jetzt? Ja, ich befürchte, wir müssen hier nochmal ein weiteres Kolosseum bauen. Das nützt alles nichts. So, und dann können wir hier noch eine Verschönerung bauen und Gärten. So, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Gucken wir mal. Ja, jetzt sehen wir da einen Gladiator, der geht natürlich jetzt da lang. Also, ich hoffe mal, das funktioniert. Ja, und wir haben die 10.000 Einwohnermarke geschafft. Ja, 2.000 brauchen wir noch. Und wir müssen hier unser Villengebiet nochmal irgendwie so modifizieren, dass wir auch überall unsere Luxuspaläste haben. Aber da sind wir ja dran. Ja, ich denke mal, wir beginnen jetzt mit dem Bau der zwei kleineren Wohngebiete. Wir haben ja hier die Reservoirs. Das führe ich noch ein bisschen so weiter raus. So, und dann würde ich jetzt hier dieses Wohngebiet einplanen. Oh nein, was haben wir jetzt? Ein Aufstand der Gladiatoren. Oh, das ist so fies.
Das Problem ist, dass, hier sehen wir schon, es beginnt natürlich bei den, oder in der Nähe der Gladiatorenschule. Wird alles zerstört. Oh nein. So, das Einzige, was jetzt hilft, sind Präfekten. Oh nein. Hier auch im Villengebiet wird zerstört. Oh Gott. Guckt euch das an hier. Oh nein, die Wasserversorgung ist zerstört hier. Ach du grüne Neune. Oh, das ist echt gemein hier. Und ein Aufstand. Oh. Okay, wo ist der denn jetzt? Ja, der Imperator ist weiterhin wütend, dass er keinen Marmor bekommt. Ich habe im Moment wirklich andere Probleme. So, wo ist denn jetzt hier der Aufstand? Ach, der ist da. Ja, das kann erstmal ein bisschen warten, ne? Oh nein, schaut euch da. Unser Villengebiet. Das ist der Hammer. Ja, das ist mal so eine richtige Zäsur hier. Da hat man eigentlich schon gar keine Lust mehr, dieses Szenario oder diese Mission weiterzuspielen. Gott sei Dank. Die Revolte ist niedergeschlagen. Wir müssen jetzt erstmal die Geschwindigkeit ganz nach unten bringen. Und dürfen unsere Stadt komplett neu aufbauen. Das erste, was natürlich aufgebaut werden muss, ist die Wasserversorgung. Das ist das Wichtigste überhaupt. Dann natürlich hier. Ach, da kann man noch gar nicht bauen. So, aber wir können hier schon mal entsprechend neue Parzellen ausweiten. So, können wir jetzt hier wieder unsere Aquädukte bauen? Ja, das geht jetzt. Okay. Auch hier erstmal die Parzellen wieder. Meine Güte, haben die hier gewütet. Also, da darf man natürlich jetzt nicht hier verzweifeln. Da muss man jetzt ganz durch alles wieder aufbauen. Und zwar erstmal natürlich nur die Wohngebäude, damit hier die Leute wieder einziehen können. So, der Senat muss auch wieder aufgebaut werden. Ich hoffe, das kommt nur einmal vor hier. Da gehen jetzt gerade die Leute durch, egal. So, mein Villengebiet ist eigentlich zerstört, sozusagen. So, auch hier müssen wir ganz dringend die Wasserversorgung wieder aufbauen. Gut, bei diesem Villengebiet, da kümmern wir uns später drum. Wichtig ist, dass jetzt hier natürlich die Menschen wieder einwandern. Und da haben wir natürlich das Problem, dass jetzt hier auch noch angegriffen werden. So, okay. Das kann sich jetzt wieder entwickeln. Was wir allerdings aufbauen müssen, sind natürlich die Silos wieder und die Lagerhäuser. So, dieses Lagerhaus hier war für Möbel. Dieses Lagerhaus hier war für Öl.
So, Farmen. Oh, da haben wir erstmal genug. Ich stelle gerade fest, das war gar nicht dieses Lagerhaus für Öl. Wir hatten hier eine Farm, glaube ich, noch gebaut, oder? Ja, da war eine Farm. Okay, so. Jetzt müssen wir natürlich dafür sorgen, dass unsere Feinde sich vom Acker machen. Wir positionieren wieder unsere Armee hier. So, und in gewohnter Weise bauen wir dann hier eine Brücke und dann kann entsprechend hier unsere Armee tätig werden. So, unseren Senat bauen wir auch wieder auf. Gut, dann können wir die Geschwindigkeit jetzt wieder erhöhen. Ja, dieses Villengebiet müssen wir tatsächlich aber komplett wieder neu aufbauen. Das hat so überhaupt keinen Sinn. Da werden wir uns aber später drum kümmern. Nehmen hier das weg. Ja. Lassen wir das jetzt erstmal so. Das kann hier weg, weil die kein Wasser bekommen. Aber da kommen sie alle wieder. So, wir müssen mal eben hier die Produktion von Geschirr ausschalten für Ton, für Holz und auch für Möbel. Weil wir sehen hier schon eine Unterentwicklung, weil zu wenig Arbeiter haben für Religion zum Beispiel und für Bildung. Aber das ist jetzt gerade wieder auf dem Weg der Besserung. So, da kommen unsere Legionäre. Dann bauen wir jetzt eben schnell die Brücke auf. So, dann können wir euch auch drehen. Ja, hier wird kräftig gekämpft. Ich glaube, das haben wir jetzt gleich erledigt. Ja, wunderbar. Sehr effektiv. Dann könnt ihr alle zurück. Und die Brücke kommt wieder weg. Jawohl. Ja, und jetzt so sukzessiv müssen wir natürlich wieder alles aufbauen. Aber bitte langsam. Weil wir haben nicht viel zu wenig Arbeiter. So, aber da wandern sie wieder ein in Mengen. Wein brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Da haben wir genug. Ja, wir müssen uns natürlich noch hier um dieses Trauerspiel hier kümmern. Aber da warte ich jetzt erstmal, bis wir hier genügend Arbeiter wieder haben. Ja, ihr seht, was das für Auswirkungen hat. So ein Gladiatorenaufstand. Das haben die City Builders aber wirklich sehr nett hier integriert. Aber man darf jetzt nicht in Panik verfallen. Und jetzt einfach stoisch das nach und nach wieder aufbauen. Die Waffenproduktion können wir natürlich auch jetzt erstmal noch stilllegen. So, dann sieht das nämlich auch schon wieder besser aus. So, ich glaube, die Möbelproduktion, die schalte ich wieder an. Aber Holz brauchen wir jetzt noch nicht. Das Warenlager hier ist mehr als voll. Ja, und die Möbelschreinereien müssen wir natürlich noch wieder aufbauen. Aber ich glaube, wir haben auch genug Möbel. Ja, bedenkt, dass wir eben 10.000 Einwohner hatten und wir jetzt nur noch 4.600. Kann man schon sehen, was für ein Exodus das hier war. Wir feiern mal ein Fest für Ceres. Damit wir mal hier ein bisschen Ablenkung haben. Ja, dieses Wohngebiet hat sich doch schon ziemlich gut wieder entwickelt. Ich baue mal hier meine Möbelschreinereien wieder auf. Ja, kümmern wir uns hier um unser
zerstörtes Villengebiet. Da werden wir jetzt mal die ganzen Trümmer hier wegmachen. So, 1, 2, 3, 4. Okay, dann machen wir hier erstmal eine kleine Statue hin. So, noch. Dann kann hier eine neue Parzelle hin. Ja, da muss man jetzt tatsächlich ganz stoisch das jetzt machen. So, unser Fest für Ceres, sehr schön. Ja. So, die 5000 Einwohner haben wir wieder erreicht. Ja, und Rom zahlt höhere Löhne. Gut, Rom zahlt 17, bei uns kriegt ihr 18. Ja, und ihr seht, wir brauchen noch relativ viel neue Bürger, um unsere Dienstleistungen hier zu bedienen. Hier fehlt noch eine Parzelle. Ja, während unsere Bürger wieder in unsere Stadt einwandern, habe ich hier diese zwei kleinen Wohngebiete jetzt aufgebaut. Da werde ich jetzt noch die Zugänge natürlich machen. So. Ja, wir können natürlich hier auch noch einen Zugang machen, das stimmt. Das können wir so machen. So, dieses Warenhaus reiße ich jetzt ab. Das müssen wir jetzt etwas anders machen. Nämlich hier. So. So, weil hier kommt ja jetzt unser Versorgungszentrum hin. Das habe ich aber jetzt doof gebaut hier, ne? Das ist ja nicht mehr in der Mitte. So. Ja, so passt es. Okay, wir brauchen hier, das können wir hier wegnehmen, das brauchen wir jetzt hier nicht. Wir brauchen Warenlager. Dieses Warenlager wird das Geschirr fordern. Dieses Warenlager wird die Möbel fordern. Wir brauchen Silos. Da passen hier sogar 2 hin. Ja, nun möchte der Imperator 20 Einheiten Wein haben in 36 Monaten. Ja, da werden wir uns später drum kümmern. Ja, dann machen wir das etwas anders. Mal wieder. Dann machen wir nämlich hier die Silos hin. So und so direkt an den Eingängen. So, und dann kommt das Warenlager hier hin. So, und das war jetzt für Möbel. Okay, dann ist das jetzt hier für Geschirr. Beide Silos fordern jetzt den Weizen an.
So, dann brauchen wir hier natürlich einen Ingenieursposten, Präfektur. Hier haben wir noch Platz für die ganzen Kultureinrichtungen, die wir noch brauchen. Wieder ein Aufstand, ich hoffe an der gleichen Stelle wie vorher. Ja, das ist uns egal, du kriegst ja gleich den Wein. So, da sind sie wieder, okay. Gleiches Prozedere. Wir stellen hier unsere Soldaten auf. So, Standarten stehen, wir warten auf unsere Soldaten. So, in der Zeit können wir hier nochmal weiter die Verschönerungen bauen. Ich habe jetzt zweimal den Palast hier errichtet. So, wir brauchen hier ein Amphitheater. Und Rom zahlt höhere Löhne. Eine Segnung von Ceres, vielen Dank. Oh, hier ist ein Markt zerstört worden. Das ist nicht gut. Das müssen wir sofort ändern. So, unsere Soldaten sind fast da. Brücke kann gebaut werden. Ja, das ist natürlich sehr schön hier. Also, dass wir so schön unsere Feinde hier begegnen können. So, da kommen sie. Und schon geht es los. Ja, das ist wirklich schon ziemlich gemein, dass sie da über diese Brücke gehen müssen, um dann direkt in die Arme unserer Legionäre zu laufen. Und die Speere unserer Wurfspeerträger. Erledigt. So, ihr könnt wieder zurück. So, die Brücke reißen wir ab. Sehr gut. So, wir räumen mal hier die Trümmer weg. Wir können schon mal ein Kolosseum wieder aufbauen. Ja, und mit der Vertreibung unserer Feinde wandern auch hier wieder unsere ganzen Bürger ein. So allmählich regeneriert sich unser Arbeitsmarkt, aber für Gesundheit und Bildung haben wir noch relativ viele Arbeitsplätze, die besetzt werden müssen. Oh, Rom zahlt 21, habe ich da irgendwas nicht mitbekommen? Okay, bei uns kriegt natürlich 22. So, unsere Wohngebiete haben sich aber jetzt hier schon wieder sehr gut weiterentwickelt. Ja, und wir haben auch schon die ersten Villen wieder in unserem Villengebiet. Das ist doch schön. Oh, ein neuer Imperator. Ein Machtkampf in Rom hat Caesar gestürzt. Der Senat ist zusammengetreten und hat einen neuen Kaiser gewählt. Lang lebe der Imperator. Hoffen wir, dass er den Gouverneuren seines Vorgängers wohlgesonnen ist. Salve Caesar. Was immer das bedeuten mag. Gut, hier kommen auch immer Gärten hin. Oh, es brennt. Das ist schlecht. Wo brennt es? Ja, das ist klar. Hier sind immer noch keine Bürger. Na komm, dann reißen wir das hier mal ab noch. Obwohl das Silo ist schon in Betrieb. Auch der Ingenieursposten und auch die Präfektur. Gut.
Naja, das ist auch doof, was ich hier gebaut habe. Das brauchen wir nicht. Diese Verbindung hier. So, dann bauen wir das Silo nochmal auf. So, und das Lagerhaus für, ach, jetzt muss ich wieder gucken, was das eine hier annimmt. Möbel, okay. Gut. Ja, und wir kriegen die Mitteilung, dass wieder eine entfernte Schlacht zugange ist. Okay. Ja, und immer noch wandern Menschenmassen in unsere Stadt wieder ein. Ja, und mit dem Bau des zweiten Kolosseums hat sich unser Villengebiet auch wieder maximal entwickeln können. Also maximal ohne ein Hippodrom. Da warten wir natürlich noch ein bisschen mit, bis wir da auch genügend Bürger haben. Aber ihr seht, hier unser Versorgungszentrum ist schon aktiv. Die Silos sind gefüllt. Da können wir jetzt auch ja, schon gleich die Märkte bauen. Wir warten aber erst mal, bis die alten Wohngebiete alle mit Bürgern wieder aufgefüllt sind. Und dann werden wir hier diese beiden letzten Wohngebiete parzellieren. So, wir haben wieder Arbeitslose. Okay, dann können wir unser Gewerbe für die Waffen wieder einschalten. Und auch für das Eisen. Und wieder zahlt Rom niedrigere Löhne. 17, ja, dann machen wir das auf 18 und wir haben wieder Arbeitslose, sehr schön. Mittlerweile haben wir auch alle Gewerbestätten wieder in Betrieb genommen. Wir können noch ein paar weitere Verschönerungen hier durchführen. Ja, und mittlerweile haben wir schon die 9000 Einwohnermarke wieder erreicht. Und es wandern weiter noch jede Menge Bürger ein. Ja, das Hippodrom können wir noch nicht bauen. Was wir allerdings jetzt machen können, wir können jetzt hier die beiden Wohngebiete parzellieren. Hier auch. So, kaiserliche Mahnung, 20 Einheiten Wein in 12 Monaten. Ja, den Wein kaufe ich ja im Moment ein. Oh, da haben wir 22, können wir verschicken. Bitteschön. So, dann kommen jetzt hier die Märkte hin. Natürlich Ingenieursposten. Präfektur. Und der Arzt. Hier hin. So, dann kommen hier natürlich Foren hin. Hier hin. Schulen und vor allem Tempel. Ja, sehr schön. Dann haben wir hier schon mal das soweit aufgebaut. So, dieses Warenlager kann weg. Das war für den Wein. Da bauen wir noch eine Farm auf. Und wir haben wieder einen Aufstand. Ja, ich denke mir mal... Ja, bitte gerne. An der gleichen Stelle. Ich hoffe es zumindest. Jawohl. Naja gut, ihr lernt auch wirklich nie daraus, ne? In gewohnter Weise kommen jetzt hier wieder unsere Soldaten hin.
Ja, und wieder warten wir darauf, dass unsere Soldaten ihre Aufstellung bezogen haben, bauen die Brücke und das Schicksal unserer Rebellen ist besiegelt. So, unsere Legionäre sind auch schon auf dem Weg, dann können wir die Brücke bauen. Oh, Rom zahlt schon wieder niedrige Löhne. 15, oh Gott, die Armen. Naja gut, bei uns kriegt er ja immer einen Dinar mehr. So, da kommen sie. Oh, doch schon eine etwas größere Truppe, aber ihr müsst halt alle über diese Brücke, ne? Nützt alles nichts. Ja, und das nenne ich mal effektive Kriegsführung hier. So, hier auch noch. Ja, also wirklich, so haben die keine Chance. Das ist schon fast, ja, man könnte fast Mitleid bekommen. Okay, so, ihr könnt zurück. Brücke tun nichts abreißen. So, und ich habe gesehen, 150 Arbeitslose warten darauf, in unserem Hippodrom zu arbeiten. Okay, dann können wir das errichten. Der Imperator möchte 20 Einheiten Holz in 60 Monaten. Oh mein Gott, da haben wir noch ein bisschen Zeit. So, unser Hippodrom ist wieder da. Und dann entwickeln sich auch unsere Villen weiter. Ah, sehr schön. Da seht ihr schon, wie sich die Villen an den Eckpunkten, wo wir keine kleinen Statuen haben, sich entwickeln. Was ist jetzt schon wieder? Ach, es werden wieder Angestellte benötigt, aber die wandern hier jetzt wieder ein. Sehr schön. Dann können wir jetzt die kleinen Statuen hier abreißen. Und somit haben wir wieder unser Villengebiet vervollständigt. Rom zahlt höhere Löhne. Okay. Wir verschönern das jetzt noch hier. Wunderbar. Und da wandern wieder unsere neuen Bürger ein. Ja, wir müssen ja hier noch entsprechend dieses Wohngebiet füllen. Ja, wir werden uns jetzt mal allmählich auch mit der Kulturwertung mal beschäftigen, die schon bei 67 ist. Okay. Also Frieden und Gunst haben wir schon erreicht. Kultur und Wohlstand brauchen wir jetzt noch. Ja, die Bevölkerung von 12.000 Einwohnern. Unser neues Hippodrom ist in Funktion. Wunderbar.
So, Verschönerungen hier. Jetzt können hier jede Menge neue Bürger einwandern. So, hier können wir jetzt auch noch Bibliotheken bauen und natürlich das Badehaus, welches natürlich hier auch hinkommt, und die Bibliothek. So, wie sieht's aus? Ich muss noch einen Tempel für Neptun und für Venus bauen. Ja. Die sind irgendwie bei diesem Aufstand verschütt gegangen. Venus und... Ach nee, das würde ich da jetzt nicht bauen wollen. Kleiner Tempel der Venus, der kann hier hin, und Neptun kriegt auch noch einen Tempel. Kann hier hin. Und wieder zahlt Rom höhere Löhne. Rom zahlt 20. Hier kriegt 21. So, wir brauchen auch hier jetzt eine Künstlerkolonie noch und auch eine Gladiatorenschule. Theater habe ich ganz vergessen zu bauen. So, der zweite Markt, den sollten wir auch nicht vergessen hier zu bauen. So, ja, das passt. Ja, das hört sich auch nicht gut an. Der Feind steht wieder vor den Toren. So, wir brauchen aktive Schulen, das ist klar. Ja, da können wir hier nochmal Schulen bauen. Ja, und schon wieder zahlt Rom niedrigere Löhne. Schauen wir mal. 19, okay, 20. Aktive Theater brauchen wir jetzt. Ja, da würde ich auch noch mal Folgendes machen. Künstlerkolonien hier aufbauen. Und hier. So, und dann können wir hier doch noch mal Theater errichten. Nämlich hier und hier. Das können wir jetzt mit Gärten hier füllen. Ja, mittlerweile haben wir schon über 11.000 Einwohner in unserer Stadt Samizegitusa. Und ja, es sieht eigentlich alles soweit ganz gut aus. Wir haben Arbeitslose und wir brauchen weiterhin aktive Schulen, um unsere Wohlstandswertung zu erreichen. Das können wir hier natürlich alles wunderbar bauen in diesen 2 Wohngebieten noch. Ja, ich hoffe, das reicht jetzt. Ich wollte diese beiden Wohngebiete eigentlich nicht weiter ausbauen. Dafür brauchte ich nämlich jetzt das Olivenöl. Das müsste ich hier oben hinbekommen. Wir schauen mal, ob wir die 12.000 Einwohner in diesem Ausbau erreichen. Und wieder zahlt Rom höhere Löhne. 20. Ja, ihr kriegt natürlich 21. Ja, dann kümmern wir uns mal weiter um unsere Kulturwertung. Wir müssen Kultstätten bauen. Okay, ja, das sollte ja auch nicht das Problem sein. Können wir hier anfangen. Ja, bevor wir unsere Kultstätten weiterbauen, werden wir angegriffen von den Barbaren. Okay, wir schauen mal wo. Oh, das ist interessant. Also ich dachte ja, hier würde keiner angreifen, weil ja hier der Wald ist, aber unsere Feinde haben ein kleines Eckchen sich ausgesucht, wo sie angreifen können. Sie kommen aber hier nicht raus.
Ja, wir müssen sie aber entsprechend beseitigen, sonst wandert ja keiner mehr ein. Das ist für uns natürlich ausgesprochen günstig, weil dann können wir nämlich in Ruhe hier unsere Soldaten aufstellen. Ja, hier knubbelt es sich jetzt. Sogar hier aus dem Kartenrand sieht man schon die feindliche Armee. Ja, sehr schön platziert. Gut für uns. Da kommen schon unsere Wurfspeerträger. Ja, euch richten wir nochmal aus. So, und unsere Legionäre sind auch schon da. Da müssen wir euch auch noch ausrichten, natürlich. So, ja, dann können wir euch jetzt natürlich hier auch den Platz schaffen, damit ihr uns angreifen könnt. So, bitteschön. Ja, die Geschwindigkeit habe ich jetzt nicht runtergesetzt. Oh wow, das ist aber eine große Armee hier, ne? Großes Kampfgetümmel. So, die Reihen lichten sich aber. Gott sei Dank bei unseren Soldaten. Da fliegt schon der nächste. Ja, großes Gemetzel hier, aber unsere Feinde haben keine Chance. So, das war's gewesen. Sehr gut. Wie sehen die Verluste aus? Ach ja, das lässt sich ja verkraften. So, ihr könnt nach Hause, wunderbar. Und ich wundere mich, warum hier ein Arbeitsrekrutierer rumläuft. Ich habe mich schon mal gewundert, warum dieser Turm keine Arbeiter hat. Das liegt wieder hier an dieser kleinen Straße. Diese Wachzimmer sind anstrengend. Setze ich jetzt mal hier hin und dann müsste dieser Turm jetzt auch gleich hier mit einer Ballista versehen sein. So, wir waren aber bei unseren Kultstädten stehen geblieben. Wie sieht es denn überhaupt aus? Neptun braucht 2 Tempel. So, hier können wir auch noch einen Tempel des Neptun bauen. Hier haben wir auch genügend Platz noch. Gut. Ja, und unser Villengebiet ist hier immer noch nicht richtig stabil. Ich habe auch die Befürchtung, dass hier der Markt an diesem Wachzimmer mit diesem Garten hier nicht richtig funktioniert, dass die Marktfrau hier rausgehen kann. Deswegen werde ich hier noch eine kleine Statue setzen, damit das unterbunden wird. So, ja, wir nehmen das jetzt mal hier weg. Oh, dann habe ich die Straße weggemacht. Das ist nicht gut. So, ja, das sieht doch gut aus, ne? Warum entwickelst du dich nicht weiter? Attraktivität fehlt wegen des Hippodroms. Ja, eigentlich müsste ich hier ein Orakel noch bauen, dann müsste das passen. Wir können das hier alles etwas zurückrücken. Die Akademie kann ich auch noch woanders hinbauen. So, das hat geklappt, allerdings habe ich hier wieder eine Rückentwicklung. Aber, oh, das sieht gut aus. Ja, und das geht jetzt hier weiter. Aber hier nicht. Okay. Ja, die Versorgung mit dem Krankenhaus ist auch nicht ganz so von Vorteil. Wir bauen hier noch ein Krankenhaus hin. Wir können das hier ein bisschen umbauen.
So. Die Bibliothek, die können wir hier aufbauen. Das ist kein Problem. So, und dann denke ich mir mal, wird sich jetzt diese eine Villa hier auch noch entsprechend, ja, zu unserem Luxuspalast ausbilden. Was fehlt denen denn? Ja, denen fehlt der Zugang zum Krankenhaus. Okay, gut. Ja, und wir haben eine Kulturwertung von 85. Wunderbar, die haben wir geschafft. Wohlstandswertung steigt auch. Friedenswertung haben wir geschafft und die Gunst auch. Ja, dem Imperator sollten wir noch das Holz zur Verfügung stellen. Das brauchen wir allerdings. Wir haben noch 31 Monate Zeit. Ja, wir können noch weitere Kulturstätten bauen. Da haben wir noch jede Menge Platz und wir haben auch jede Menge Arbeiter, die eine Arbeitsstelle brauchen. Ich weiß allerdings nicht, ob wir das Bevölkerungsziel erreichen mit den beiden zuletzt aufgebauten Wohngebieten und deren Ausbau. Wir haben aber noch die Möglichkeit, hier entsprechend diese Wohngebäude auszubauen, indem wir Badehäuser zur Verfügung stellen. Hier kann ein Badehaus hin. Der Tempel der Ceres kann hier hin. Und dann würde ich noch ein Badehaus wohin bauen? Hier, ne? Da passt es hin. Wunderbar. Und dann kann sich ein Teil dieser Wohngebäude auch weiterentwickeln. So, wir sollten nochmal für alle außer Venus einen Tempel bauen. Ja, unser Villengebiet ist hier endlich stabil. Das ist schön. Wir werden auch hier noch ein Badehaus hinbauen. So, der Tempel des Neptun. Muss hier hin, weil sonst haben die keinen Zugang zur Religion. Das wäre doof. Ja, und es wandern auch jede Menge neue Bürger ein. Wir führen nochmal die letzten Verschönerungen durch und dann schauen wir uns unsere Stadt Sarmizegetusa nochmal in Ruhe an. Ja, wir sind fertig mit unseren Verschönerungen. Wir schauen uns Sarmizegetusa nochmal kurz an. Die Entwicklung begann hier mit diesem Wohngebiet. Wir haben hier unseren Senat mit jeder Menge kultureller Gebäude. Ja, haben dann hier dieses Wohngebiet weiterentwickelt. Das zweite, wir versorgen unsere Bevölkerung mit Weizen. Wir produzieren jede Menge Möbel. Ja, und hier am Fluss haben wir natürlich unsere Geschirrproduktion und die kleinen Siedlungen, damit wir hier auch Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Wir haben dann hier das dritte Wohngebiet entsprechend entwickelt und hier auch jede Menge kultureller Gebäude errichtet. Haben hier unser großartiges Villengebiet, was wir maximal entwickelt haben mit dem Hippodrom und natürlich hier das Versorgungszentrum für das Villengebiet. Zum Schluss haben wir noch hier die zwei weiteren Wohngebiete aufgebaut, um unsere Kulturwertung zu erreichen mit einem Versorgungszentrum. Ja, hier ganz im Norden haben wir unsere Waffenproduktion. Ja, und der Imperator möchte nochmal 24 Einheiten Geschirr in 36 Monaten haben. Und das werden wir ihm nicht mehr zur Verfügung stellen. Ja, und hier haben wir unsere erfolgreiche Armee. Für die Kulturwertung haben wir bei dieser riesigen Stadt 32 Schulen gebaut, 10 Akademien und 19 Bibliotheken. Unterhalten wird unsere Bevölkerung mit 21 Theater, 7 Amphitheater, 2 Kolosseen und ein Hippodrom. Unsere Götter sind mit jeweils 14 Tempel, mit Ausnahme Merkur, der hat 15, glücklich. Und wir haben 4 Orakel in unserer Stadt. Ja, mittlerweile haben wir schon fast die 12.000 Einwohnermarke erreicht.
Unsere Wertung haben wir fast alle geschafft. Kultur haben wir jetzt genau 80. Die Wohlstandswertung steigt, ja, und die anderen beiden Wertungen haben wir auch. Warten wir auf das Ende dieser Mission. Wir haben es geschafft. Wir haben diese doch sehr anspruchsvolle Mission der City Builders für Caesar 3 erfolgreich abgeschlossen. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Eine tolle Mission. Wir werden befördert zum Questor. Die Beförderung nehmen wir wie immer gerne an. Ja, das war schon ein ganz schönes Stückchen Arbeit hier. Meine Güte, hat aber auch wirklich riesig Spaß gemacht. Ja, ich bin sehr gespannt auf die nächste Mission, die City Builders für Caesar 3 konzipiert haben. Bis dahin wünsche ich natürlich wieder alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.